Nee, nee, das ist einfach nur Dreck. Du bist doch nie durch Dreck gefahren oder was? Ich bin auch über den Acker gefahren da in Dalgo. Hallo Fotofreunde, willkommen in einem weiteren Interview. Immer noch von der Fotokina 2016 und ich habe mir einfach mal wieder den Ben gegriffen und dem muss ich ja jetzt nicht vorstellen, den kennt ja meines Erachtens jeder, aber so ein, zwei Fragen über die Fotokina habe ich mir gedacht, muss ich ihm auch stellen, denn er hat ja das erste Mal, soweit ich weiß, einen Stand auf der Fotokina, ist das richtig? Das ist absolut richtig. Der Jaworski-Stand mit dem Jaworski-Mobil quasi und ja, das sieht ziemlich fett aus und macht Spaß auf jeden Fall. Wie ist denn jetzt der erste Eindruck? Du bist Sonntag, bist du hergefahren, richtig? Montag aufgebaut? Also hast du am Montag schon irgendwas gemacht, außer den Aufbau? Nee, Montag ist ja nur Aufbautag, Dienstag geht ja die Fotokina erst los. Aber wir haben den ganzen Montag eigentlich aufgebaut, wir mussten noch Kleinigkeiten besorgen, Techniksachen regeln und ja, dann Dienstag ging's los. Und, heute ist Freitag, also morgen ist ja dann der große Überraschungstag, ne? Quasi. Wie war denn von Dienstag bis heute, wie ist denn dein Eindruck gewesen jetzt über die Fotokina? Erstaunlich voll auf jeden Fall. Ich dachte immer, am Wochenende wird es voll und dann unter der Woche eher entspannter, aber tatsächlich Dienstag um 10 Uhr pünktlich war unser Stand gerammelt voll. Tatsächlich. Und wir hatten eine ewig lange Schlange und meistens ist es tatsächlich so, dass ich morgens eine Schlange für 4 Stunden oder sowas habe, die auch nicht mehr weggeht dann. Und dann kommt so die erste Pause, so gegen so ja, 13 Uhr vielleicht, kurz mal. Für so 10 Minuten. Und dann geht es weiter bis 17 Uhr ungefähr. Und dann wird es ein bisschen weniger langsam, gegen 17 Uhr. Ja. Und ich bin auf Samstag gespannt. Heute ist relativ leer, finde ich, der Freitag. Aber ich habe schon vermutet, vielleicht haben die Leute eher Bock, dann am Wochenende zu gehen, sich nicht einen Tag frei zu nehmen. Die Tickets heute sind ja auch teurer als die morgen zum Beispiel. Mal gucken. Aber heute ist relativ entspannt. Deswegen habe ich jetzt auch Zeit, hier mal rauszugehen. Sonst komme ich gar nicht weg davon. Das heißt also, du hast bis jetzt doch nicht mal irgendwie einen kleinen Fußmarsch durch die ganzen Hallen gesetzt, sondern warst die ganze Zeit an deinem Stand, oder wie verstehe ich das jetzt? Tatsächlich nur zur Galerie und wieder zurück, zu Sony und zurück. Das ist alles in einer Halle, also Sony und die Galerie. Also ich habe so eine kleine Ausstellung noch, 15 Bilder quasi. Die sind heute auch nochmal 2 Bilder ausgetauscht worden, weil da was nicht richtig war mit. Und dann pünktlich zum Wochenende hängen die dann jetzt richtig. Und ja, mehr habe ich tatsächlich nicht gesehen. Kurz bei GoPro war ich einmal, habe mir diese neue Drohne angeguckt und sonst nichts eigentlich tatsächlich gesehen. Wenn er das jetzt schon anspricht, was hält denn der Benjamin Jaworski von der GoPro-Drohne Karma? Ich habe lustigerweise mich auf einer Adobe-Party mit Elia Locardi unterhalten, der ja auch Landschaftsfotograf ist aus Amerika und Reisefotograf und so weiter und der mit den DJI-Dingern auch arbeitet, genauso wie ich. Und wir sind beide zu dem Entschluss gekommen, dass es tatsächlich erstmal abzuwarten ist, wie das Ding fliegt in echt. Weil technisch gesehen, so wie es klingt erstmal und auch aussieht, sieht schon sehr interessant aus. Man kann es falten, man hat quasi eine Phantom und ein Osmo gekreuzt, so ineinander reingesteckt. Und das ist schon ziemlich interessant. Aber jetzt muss man halt gucken. Was mir nicht so gut gefallen hat im Trailer-Video zum Beispiel, war, dass die krasse Wölbung immer noch da ist bei der GoPro. Das finde ich bei der Phantom zum Beispiel ganz gut, dass man da halt einen bestimmten Blickwinkel hat. Aber man soll ja beides dann nutzen können bei der GoPro. Vielleicht kann man es auch umstellen, ich weiß es nicht. Aber sonst insgesamt finde ich sie auf jeden Fall interessant. Aber erstmal, wie man sie fliegen kann in der Praxis testen. Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Also den Vorteil fand ich auf jeden Fall, dass du halt aus der Kamera direkt den Anschluss, wo die Kamera dran ist, rausnehmen kannst und das dann auf dem mobilen Stick quasi packst. So. Das war sehr, sehr nice. Ansonsten bin ich auch sehr gespannt, wie die Flugeigenschaften denn sind. Okay, das heißt also, du hast deine eigene Ausstellung besucht, du hast GoPro besucht und ansonsten hast du einfach gar keine Zeit. Ich werde mir heute noch Unterwassergehäuse angucken, weil ich bin ja bald in Mauritius und will da auf jeden Fall ein bisschen intensiver unter Wasser tatsächlich. Also nicht nur Schnorchel, sondern auch beim Tauchen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, auch mit Kamera. Aber ich will es mit Blitzen noch richtig machen und so und will mich da ein bisschen informieren. Das werde ich heute mal machen, hoffentlich, weil heute ein bisschen leerer ist. Und ja, dann mal gucken, was ich sonst noch so entdecke. Also bei mir ist immer so die Zeit zwischen 17 und 18 Uhr oder 18:30 Uhr, wenn dann die ganzen Gäste raus sind quasi, dann kann ich selber ein bisschen rumgucken und da hat man dann auch die Stände für sich quasi. Das ist der Vorteil, wenn man Aussteller ist. Da gibt es ja noch ein Bierchen und so hinter den Kulissen. Wann waren denn jetzt eigentlich, heute war ja Felix bei dir, dann war ja gestern hier Timelapse-Meister Stefan Knag da. War sonst noch irgendwer Bekanntes bei dir am Stand und hat man guten Tag gesagt oder einen kurzen Plausch gehalten? Ja, guten Tag sowieso die ganze Zeit, also sowieso die ganze Fotoszene in Deutschland, auch Instagram kenne ich ja viele Leute, waren da. Vorhin war Noise7 zum Beispiel bei mir, ist ein sehr bekannter Instagrammer, den viele Leute aber nicht mit dem Gesicht kennen. Wir haben uns mal kennengelernt bei einem Instagram Walk und der hat mir auch beim Vortrag zugehört. Das fand ich ganz cool. Und ja, so, da kommen immer mal wieder Leute vorbei, die mal kurz Hallo sagen, aber die sind genauso wie ich die ganze Zeit nur on Achse, quasi von einem
Vortrag oder von einem Treffen zum nächsten Treffen. Und auch nach der Fotokina sind dann immer die ganzen Veranstaltungen noch, wo man dann auch nochmal Hallo sagt und Tschüss sagt. Und das insgesamt ist auf jeden Fall die Fotokina sehr, sehr anstrengend. Du warst ja gestern bei dem Poker hier von Krolop und Geest, ne? Mit Laura und Lionel und wer da nicht alles gewesen ist. Lionel war nicht da? Felix war da, Alexander Heinrichs war da und Krolop war da und ich war da und ich glaube, das war's, ja. Okay, gut, dann habe ich mich vielleicht verlesen. Ich habe auf jeden Fall vorhin kurz mit Laura geschnackt und Laura hat mir erzählt, dass du sie gewinnen lassen hast. Ist das richtig? Ja, indirekt, ja. Ich sag mal so, ich habe pokermäßig am besten gespielt, würde ich sagen. So, ich habe sie alle mies geblufft die ganze Zeit und habe dann alles Cash quasi gehabt. Aber am Ende haben wir gesagt, komm, es ist schon 23 Uhr langsam und alle müssen morgen früh raus. Lass uns jetzt, wir könnten noch endlos spielen quasi, aber lass uns jetzt einfach letztes Blatt quasi entscheidet und ihr Blatt hat gewonnen, also hat sie auch gewonnen. Ist okay. Du bist also ein fairer Verlierer. Ja, voll. Ach, ist auch Poker, ist doch scheißegal, geht um nichts. Sie muss jetzt die ganzen Sachen verlosen, das ist der Vorteil. Der Gewinner ist der Verlierer, aber sie muss jetzt darum kümmern, dass der Gewinner unter den Kommentaren nämlich das ganze Merch-Zeug kriegt. Verstehe. Wenn wir jetzt schon mal weiterblicken, also du hast ja jetzt diesen Stand und wenn wir jetzt von der Fotokina 2018 reden, würdest du nochmal einen Stand machen wollen? Also hast du das schon im Kopf oder bist du dir noch gar nicht so sicher? Kommt darauf an, ob ich hier bin, wie das generell ist mit der Fotokina und so und mal gucken. Was ich generell nicht gut finde zum Beispiel, habe ich auch schon mit vielen Leuten besprochen, dass ich als Mensch, der hier viele Menschen auch hinbringt zur Fotokina tatsächlich, also viele Leute sagen mir das auch hier am Stand, Ben, wir sind jetzt extra wegen dir gekommen und wir gucken uns noch an, was es hier sonst noch gibt und so weiter, bla bla. Und dass ich aber dann so viel Geld hier bezahlen muss, um meinen Stand zu haben überhaupt, es sind Unmengen von Geld, wirklich. Dafür kannst du dir ein Auto kaufen für den Stand hier. Und das ist halt schon krank. Ne? Und dann müssen die Leute, die hierher kommen, auch nochmal Eintritt bezahlen. Also die Gäste quasi. Und das finde ich eigentlich prinzipiell nicht so gut. So, also ich finde, da müsste man überlegen. Entweder macht man dann einen reinen Community-Tag, wo quasi alle Leute, die nur zu den Leuten quasi wollen, zu den Fotoleuten, die sie cool finden, nichts bezahlen oder sowas. Oder wir als Aussteller wenigstens nichts dafür bezahlen dann oder was auch immer. Ich finde das so ein komisches Konzept. So ein bisschen. Nervt mich noch ein bisschen. Weil als große Marke und so weiter kann ich das verstehen, ist alles cool. Aber wir so wir sind auch Marken und so weiter, aber halt eben nicht jetzt in einer Liga wie Sony, Canon oder Nikon oder was auch immer, die dann hier ihre riesen 100.000, 200.000 Euro Stände hinballern und die ja auch aktiv Kameras für tausende Euro verkaufen und da die Leute dann halt sich mal ein bisschen erkundigen, sondern wir sind halt dann Leute für die Leute auch so, ne? Und ja, das finde ich ein bisschen blöd. Wie ist denn eigentlich, weil du ja auch ziemlich viel Merch mitgebracht hast, wie ist denn der Abriss so? Also dann werden dir quasi die Bücher aus den Händen gerissen und die Aufkleber auch? Oder ist das so, wie ich mir das letztens sage? Ich habe nämlich letztens auch den Vlog von Markus Fotos gesehen. Und da war ja so schön Teleshopping-technisch das eingeblendet, das war ja sehr, sehr nice. Also ist da der Abriss groß oder also ist die Nachfrage auf jeden Fall groß? Ja, das ist ja aber auch das Wichtige und das machen viele falsch, finde ich. Weil du gehst ja auf so eine Messe und dann, wenn du auch noch den Eintrittspreis hier bezahlst, der unter der Woche echt nicht günstig ist, finde ich. Für so eine Messe, wo es eigentlich nur darum geht, Sachen zu sehen, die man sich irgendwann vielleicht noch kauft sogar tatsächlich. Dann ist schon absurd eigentlich dafür Geld zu bezahlen, aber egal. Worauf wollte ich hinaus? Achso, dass es dann nichts kostenlos gibt. Und wir haben uns gesagt, komm, wir hauen einfach ganz viele Sachen. Wir haben ja hier Dextro Energy, wir haben Kugelschreiber, Armbänder, Schlüsselbänder, Sticker, ganz viele, Autogrammkarten, Poster tatsächlich. Und die Poster kannst du kaufen theoretisch für 10 Cent, wenn du willst. Ja? Aber die meisten geben schon ein bisschen mehr dafür. Aber das finde ich cool. So, also nur zum Verständnis, die Poster kosten so viel man möchte. Also man kann 10 Cent bezahlen, man kann aber 5 Euro dafür bezahlen. Und ja, das funktioniert alles sehr, sehr cool. Auch die Bücher verkaufen sich sehr, sehr gut, was mich natürlich freut, so, aber darum geht es halt nicht primär. Also mir ging es eigentlich primär darum, ich will hier einfach einen Stand haben, ich will meine Eier zeigen hier, so nach dem Motto. Ich will auch zeigen, was möglich ist tatsächlich, weil die meisten trauen sich ja sowas gar nicht. So, ne? Sonst Pavle ist der Einzige, der noch einen Stand hat. Und der macht das schon echt lange, auch mit den Ständen so. Und ich finde es auch cool, dass wir nebeneinander sind, wir verstehen uns sehr gut. Und, aber sonst hat keiner einen Stand. So, und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. So. Ja. Ich muss auf jeden Fall nochmal fragen, dein Auto. Ja. Ne? Dein Auto. Das, also dein Jeep, dein Jaworski Amrock. Wieso? Bist du wirklich durch Pfützen gefahren? Also irgendwo habe ich gelesen, du bist durch Pfützen gefahren? Wo denn? Dalgo. Da hat es geregnet vorher, oder? Es hat tatsächlich an diesem Tag in Berlin geregnet. Sonst wäre ich ja nicht in die Pfützen gefahren. Wir haben extra Pfützen gesucht, das war nicht einfach, wirklich. Also ich muss dir ehrlich gestehen, als ich das Bild gesehen habe, habe ich so gedacht, der ist doch nicht durch Pfützen gefahren. Der hat doch einfach Schmutzwasser genommen und hat das darüber gekippt. Aber auch durch Pfützen. Aber da, wo nicht genug war, mussten wir natürlich noch Schmutzwasser hinzufügen. Und da habe ich eine gute Mischung, Sand und Wasser. Ist denn festgetrocknet oder habt ihr noch irgendwie mit Haarspray nachgeholfen oder so? Ich mach's doch nicht mit Haarspray, das muss ja wieder ab irgendwann. Nee, das ist einfach nur Dreck.
Du bist doch nie der Strecke gefahren oder was? Ich bin auch über den Acker gefahren da in Dalgo. Ja, klar. Das funktioniert, das ist lustig. Das ist ja das Gute mit so einem Auto, da kannst du auch mal quer durch den Acker fahren. Und dann ist es halt ein bisschen schlammig, das Auto. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich meine, das Video weiß ich jetzt nicht, ob das heute Abend noch kommt oder morgen, aber Samstag um 14:30 Uhr hat der Ben nämlich noch einen großen Vortrag bei Sony, richtig? Ja, genau. Und da gibt es dann die große Überraschung, die große Surprise for the Community. Da kannst du jetzt aber nicht nochmal irgendwie so einen kleinen Hieb sagen, in welche Richtung das gehen könnte? Na, manche Leute haben es schon verraten, lustigerweise, habe ich schon gehört in Livestreams, aber egal. Es geht eigentlich darum, dass es einen Koffer geben wird von Sony mit geilen Dingen drin, welches wird man dann morgen erfahren. Und diesen Koffer, mehr erzähle ich nicht. Okay, und diesen Koffer. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe in dem Fotokina-Video, was ich Sonntag noch rausgehauen habe, da hatte ich ja auch kurz erwähnt, dass es da dann die große Surprise gibt. Ja. Und man auf jeden Fall dabei sein sollte. 14:30 Uhr sollte man auf jeden Fall da sein. Und dann wurde ich im Nachhinein gefragt, sag mal, Milu, sag mal, Tobi, was ist denn jetzt da? Ich bin da Samstag nicht da. Ich weiß noch nicht. Nee, ich bin da, aber die anderen so. Ich kann Samstag nicht kommen, aber ja, sag doch mal, was ist denn da drin? Und dann konnte ich nur sagen, ganz ehrlich, also das, was ich im Video gesagt habe, mehr ging halt nicht. Mehr konnte ich auch nicht erzählen, weil ich bei Ben seinen Infos noch nicht so durchgesehen habe. Ich musste natürlich auch ein bisschen flunkern, weil ansonsten hätte ich ja quasi auch die Überraschung schon verdorben. Das wollte ich halt nicht. So, ich bedanke mich auf jeden Fall, Ben, dass du dir die Zeit, trotz deiner strengen Termin-Kalender-Geschichte, dir die Zeit genommen hast, dich kurz mit mir vor die Kamera zu setzen. Dann sollte dir da draußen dieses Video gefallen haben, nochmal die kurze Infos von Ben, die er jetzt so über die Fotokina rausgehauen hat, gefallen haben, dann ein Däumchen nach oben, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teil das Video doch auch vielleicht mit deinen Freunden, damit die auch nochmal sehen, was der Ben so von der Fotokina 2016 hält. Und hier, ich weiß gerade nicht, welche Seite, gibt es auf jeden Fall nochmal 2 weitere Videos, die man sich angucken sollte. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns zunächst wieder. Macht's gut, macht's besser. Ciao, ciao.